Ich freue mich jetzt auf ein ganz, ganz tolles Gespräch hier mit Frank Schneider von Rolly Toys, die seit der ersten Stunde hier bei der Spielwarenmesse am Start sind. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein, Frank. Geht's dir gut? Ich freue mich auch, dass du hier bist. Ja. Vielen Dank. Danke für die Nachfrage. Und ich hoffe, du hast schon viele tolle Eindrücke gewinnen können. Absolut. Es ist auf jeden Fall bunt. Es ist alles sehr originalgetreu, wie ich sagen kann. Du auch in Tracht gepackt. Sag mir doch mal, du bist nicht Gründer dieser Marke, weil Nein. so alt bist du ja noch gar nicht. Es gibt euch schon Ja. seit 83 Jahren, oder? Ja, richtig, 83, das bin ich noch nicht. Ich hoffe, ich werde es noch. Nein, Gründer war mein Großvater und meine Großmutter, 1938. Und ja, wie gesagt, ich bin die berühmte dritte Generation. Aber wie gesagt, auch danke für das Kompliment. Aber so ganz jugendlich bin ich dann leider auch nicht mehr. Nichtsdestotrotz, es macht nach wie vor riesen Spaß. Das ist ich tue das, was ich immer machen wollte. Bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür und sehr glücklich damit. Mit dem, wie gesagt, ich glaube, wir haben auch eine wirklich wunderbare Branche mit tollen Kunden und vor allen Dingen auch tollen Kindern, die sich dann hoffentlich über unsere Spielsachen freuen. Dein Job hält dich auf jeden Fall jung, das kann man ganz klar sehen. Und man sieht dir auch die Freude ins Gesicht geschrieben, die Augen strahlen. Und Ja. man bekommt hier auch gleich Lust, auf jeden Fall mitzuspielen. Das freut mich. Frag ich mich aber nur, Rolly Toys, ja, alles hier auf Rädern, hier kann man Gas geben. Aber warum ging es denn gerade bei euch um solche Spielzeuge? Kommt ihr vom Bauernhof oder vom Lande? Oder warum gerade der Bezug zu rollenden Fahrzeugen? Also da muss ich ein bisschen ausholen. Gerne. Es stimmt, wir kommen aus einer ländlichen Gegend. Der Landkreis Coburg ist sehr ländlich geprägt, kann man sagen. Auch die Stadt, aus der wir kommen, ist recht klein, 12.000 Einwohner. Und da ist es natürlich schon, du bist sehr nah natürlich an der Natur auch dran. Aber das ist nicht der Grund, warum wir nun uns hauptsächlich auf landwirtschaftliche Spielzeuge fokussiert haben oder sich das so entwickelt hat. Sondern wir kommen eigentlich aus dem, möchte ich fast sagen, Füllartikelbereich, den es mal vor Jahrzehnten noch gab. Wir hatten dann auch mal in den 50er Jahren, ging es dann los, sogenannte Stehauffiguren zu machen. Das ist auch unser Firmensymbol. Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Hintergrund irgendwo sieht. Der stilisierte Stehauf ist auch nach wie vor unser Firmensymbol. Ich habe jetzt leider Gottes keinen da. Wenn ich es gewusst hätte, ich einen. Den schnappen wir uns gleich einfach Den schnappen wir uns noch. dann gleich, kein genau. Problem. Und dann sieht man doch, den haben wir heute noch im Programm. Und da kommen wir her. Und das hat sich dann über den Laufe der Jahre hin zu Fahrzeugen entwickelt. Erst Dreiradfahrzeugen und irgendwann kam dann mal Ende der 60er Jahre ein Traktor. So, und dann hatten wir auch mal Autos im Programm, mit denen bin ich dann in den 70ern selbst noch gefahren. Und ja, so hat sich das also entwickelt. In den 80ern dann eine stärkere Konzentration eben auf das Fahrzeugsortiment, weg von den Artikeln, die wir früher noch hergestellt haben. Handspielpuppen, Sommerspielwaren, Dreiräder und so weiter und so fort. Das ist dann eigentlich in den 90ern auch immer weniger geworden. In den 2000ern hat sich eigentlich dann sehr, sehr stark auf dieses landwirtschaftliche Sortiment eben immer stärker konzentriert. Und wir haben mitbekommen, dass eben das die Produktgruppe ist, die unsere Kunden uns am ehesten zutrauen, auf der wir die größte Kompetenz haben. Und darauf haben wir dann auch unseren Fokus gelegt und das eben immer stärker ausgebaut. Also es ist eigentlich, kann man sagen, eine Entwicklung, die wir verfolgt haben, jetzt am Anfang noch nicht mal bewusst, aber aufgrund des Markterfolgs haben wir dann immer auf dieser Strecke immer weitergemacht. Und am Ende des Tages stehen wir heute hier und haben dieses doch sehr hochspezialisiertes Sortiment. Auf der absoluten Gewinnerstraße, würde ich da mal sagen. Das sieht wirklich großartig aus. Wir müssen uns das gleich noch mal ein bisschen genauer angucken. gerne. Aber kommen wir noch mal zurück zur Stunde 1. Also seit 74 Jahren seid ihr hier auf der Spielwarenmesse So ist sozusagen es, ja. vertreten. Du noch nicht ganz so lang, aber Nein. sag mir doch mal, seit wann bist du hier dabei? Seit wann bist du auf der Spielwarenmesse hier vertreten? Also jetzt betreten wir gleich für Mindesterrain. Es ist ja so, dass mein Vater hat mich das erste Mal mit hier reingeschmuggelt 1984. Ah, geschmuggelt. Da war Sehr ich gut. 14 Jahre alt. Oh. Also seitdem bin ich hier jedes Jahr gewesen. Also auch schon, zwar damals noch nicht in Amt und Würden, aber besuchen durch die Spielwarenmesse in der Tat seit über 40 Jahren. Unfassbar. Und Ja. entdeckst auch hier immer wieder neue Sachen. Da hätte ist ich es. dich jetzt mal gefragt, so in den vergangenen Jahren, was war denn so dein Highlight hier auf der Spielwarenmesse? Ich würde es dir gerne sagen, wenn ich sie komplett gesehen hätte. Leider Gottes ist es in den letzten, muss ich fast sagen, über 20 Jahren so, dass ich die Messe leider nicht mehr komplett besuchen kann. In der Zeit, als man noch mehr Zeit hatte, wenn man noch Schüler war oder noch in der Ausbildung, konnte man natürlich hier frei über die Messe laufen. Aber dann ging es irgendwann mal los, nach meinem Einstieg hier in das Unternehmen, dass man Termine hatte und immer mehr Leute da waren, die zum Schluss
gern leider nicht die Zeit ließen, dass man noch über die Messe laufen konnte. Aber dann ist doch vielleicht gerade das Highlight, dass ihr mittlerweile hier als Aussteller so gut besucht seid, dass du überhaupt gar keine Zeit hast, mal zum Atmen oder die andere Sachen anzugucken. Geht aber leider fast jedem so. Also, aber wie gesagt, du kannst eigentlich in ganz, ganz viele Stände reinschauen, wo du überall ganz, ganz tolle Produkte findest. Und es ist jetzt nicht nur in unserem Bereich, sondern auch, also was mich früher immer sehr, sehr fasziniert hat, waren die Eisenbahner natürlich mit ihrer Detailtreue oder aber auch kleine Firmen, innovative Firmen mit Holzspielwaren oder natürlich auch die Kollegen, die viele gute innovative Spielwaren ausgestellt haben. Wie gesagt, mir fällt jetzt hier nur, weil wir gerade in der Region Nürnberg-Fürth sind, mir fällt da natürlich die Firma Bruder ein, immer wieder hochinnovativ. Und es macht immer wieder Freude, wenn man das auch sieht. Aber leider Gottes geht mir die Zeit nicht aus, dass ich mir die Messe komplett anschauen kann. Das ist, was ich gerne wieder mal tun würde. Das musst du auch auf gar keinen Fall. Aber die Spielwarenmesse bedeutet hier für euch, ist das ein Highlight des Jahres? Definitiv Absolut. Für den Kundenkontakt und alles Absolut, Weitere? absolut. Die Spielwarenmesse ist ein absolutes Muss. Ein absolutes Muss hier Absolutes in Nürnberg. Muss. Dann habe ich noch eine Frage Es zu. gab ja früher alle mal so einen Spruch, in Nürnberg sind alle, in Nürnberg triffst du alle. Und genau so ist es auch. Also dieser Treffpunkt, dieser Kristallisationspunkt, Spielwarenmesse Nürnberg, der ist nach wie vor da. Und wenn heutzutage jemand behauptet, Messen wären nicht mehr notwendig, ja, also da kann ich nur vehement dagegen sprechen, weil das ganze Gegenteil ist der Fall. Geschäfte werden eben immer noch zwischen Menschen gemacht und nicht zwischen Maschinen. Und wenn man auch wunderbare Technik jetzt zur Verfügung hat, Teams-Meeting und weiß der Teufel und du bist überall erreichbar und du kannst es jederzeit machen, aber nichtsdestotrotz, sich hier zu treffen und hier diesen Kristallisationspunkt zu haben, das ist eine wunderbare Sache. Und man sieht auch, dass es also keineswegs an Bedeutung verloren hat und an Attraktivität erst recht nicht. Frank, und das ist genau der Spirit, den wir hier brauchen. So ist es. Dann würde ich sagen, haben wir beide jetzt genug geredet. Ein bisschen spielen würde ich gerne noch. Aber dazu noch eine Frage zu diesem Claas-Modell. Was ist denn das Besondere an diesem großartigen Bagger hier? Wenn ich dich da kurz berichtigen darf, Bagger ist nicht ganz richtig. Unbedingt, Es ist ein Traktor. Na sicher, ein Traktor, Natürlich ja. kann der auch baggern. Okay, Kann er auch. okay. Man kann ihn hinten mit einem Anbaugerät versehen, das sich Heckbagger nennt. Und dann ist es schon fast ein Bagger. Nein, also Spaß beiseite. Der Frontlader natürlich wird von vielen natürlich als Bagger betrachtet. Und du kannst natürlich damit auch baggern, du kannst laden damit. Ist natürlich sehr groß, ist das größte Modell, was wir jetzt haben. Du hast Zweigangschaltung, du hast vorne den Frontlader, den du vom Fahrerplatz natürlich erst bedienen kannst. Du kannst hier vorne alle möglichen Anbaugeräte anbringen, ein Schneeschild, eine Seilwinde, Kehrmaschine. Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, eben wie das Original auch. Wir sind Hersteller von Funktionsspielzeug und bei uns funktioniert alles. Also alles, was du siehst hier, hat eine Funktion und zwar die, die es im Original auch haben soll. Wie zum Beispiel auch die Gangschaltung. Und die Sitzverstellung funktioniert genauso wie beim Originaltraktor auch. Bei den kleineren brauchst du einen Schraubenzieher dafür. Hier nicht. Das Kind kann das selbst machen. Du kannst also dann dieses Fahrzeug nutzen von 3,5, 4 bis ungefähr 10 Jahren von der Altersstruktur her. Und wir denken, dass wir damit ein Produkt auf die Räder gestellt haben, das ja, im wahrsten Sinne des Wortes mehrere Kindergenerationen glücklich machen kann und vielleicht dann auch mal in den Gebrauchtmarkt geht. Und schon ist Frank wieder am Grinsen. Ich ebenso. Und ich würde sagen, Frank, du schwingst dich da drauf und schleppst mich jetzt mal ab. Also gut. Achtung bitte, Achtung bitte. Ja.